Einen wunderschönen guten Abend und hallo Chef-Cosplay. Jetzt kann ich mich ja direkt noch verbal bei dir bedanken. Vielen lieben Dank für 1,5 Jahre. Wow, Wahnsinn. Was wären wir ohne dich? Durch Höhen und Tiefer. Ah, wie ihr sehen könnt, ich bin kaum auf dem Server, bin mal kurz abwesend und schon baut man mich wieder ein, aber das ist normal. Ja, also, herzlich willkommen, liebe Twitcher und liebe YouTuber, liebe Gemeinde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, die anderen warten schon auf mich und dann wollen wir doch mal schauen. Ich muss mich erstmal hier wieder ausbuddeln. Mann, ich weiß ja nicht. Ja, überhaupt steht. Ich weiß es nicht. Ich stand vorhin ganz woanders. Haben sie mich einfach durch die Falltür katapultiert wieder mal. Okay, gut. Also wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon ein paar Schiffe hingesetzt. Ich muss allerdings die ganzen Segel ein bisschen reparieren. Hallöchen, Niki. Ein bisschen die Segel verändern und so, weil wir haben natürlich jetzt nicht noch die Zeit, extra viele Schiffe zu bauen. Deswegen haben wir ein paar vorgebaut und das funktioniert alles. Hier sind die Halunken. Da unten, seht ihr sie? Da unten sind die Halunken. Schaut mal, da unten, da unten. Haben wieder nur Unsinn im Kopf. Ich mache nie Unsinn. Ihr macht dauernd Unsinn, wenn man euch nicht Ich im mache Blick nie behält. Unsinn. Hallo. Ich Bubu, habe mein einen Freund. Rosenherz, du stehst da Ich oben. habe erst gedacht, der Server leckt, weil der Kai hier mal hin und her beamt. Jetzt sehe ich erst, dass er hier mit Enderperlen rum. Oh Mann. Kai. Also Ich bin ja nicht die Feste. du verleitest hier wirklich alle zum Unsinn, Mann. Doch, Mhm. Ich war artig. doch, Oh, doch. was ist jetzt mit deinem Würde Kopf ich los? nie tun. Unsinn. Monihorn war artig. Sehr schön. Hoffe ich Moni doch. ohne Jetzt Horn. gibt's Zuckerwattenentzug. Hallo. Ich bin auch da. Hallöchen, Lyra. Na, auch mal Ja. wieder da. Schön. Ja. Das freut mich. Gut, okay, also, wir haben ja viel zu tun an Kleinigkeiten momentan. Und die Lyra hat ja unser Teamgespräch irgendwie verpasst. Also zur Info, um was es jetzt geht. Wir müssen schauen, dass wir die ganzen Kleinigkeiten hier fertig kriegen und dass wir einzelne Häuser für unsere NPCs, Villager sozusagen, fertig bekommen. Dass Gehustheit. dass wir der Mimi nämlich Schilder hinstellen können, wo die NPCs hin sollen, also tiermäßig, menschmäßig, was auch immer. Ne? Das wird noch ein ziemliches Gefrimmel. Ich bin momentan dabei, bei den großen Segelschiffen die Segel auszuwechseln. Das wird mich auch ein bisschen in Anspruch nehmen heute. Deswegen, ja, kann ich nur sagen, sucht euch irgendwelche Arbeiten. Es gibt genug. Und ja, frohes Schaffen, damit wir eine Menge heute schaffen. Danke Dankeschön. gleichfalls an alle. Ja, also wie gesagt, und Prösterchen. wer nicht wissen sollte, was er machen kann, der kann ja gucken, ob er anderen helfen kann. Mhm. Ja, das wäre ganz gut. Weil wir haben nämlich die Epoche jetzt doch bis Ende Juli ausgeweitet, weil unsere Padma steckt mitten im Examen, dadurch kann der Ecki auch nicht kommen. Und ja, weil der halt die Kinder bespaßen muss. Bei uns sind nämlich schon Ferien. Und Ja, leider. damit die Kinder nicht so früh ins Bett müssen, sondern abends natürlich noch ein bisschen bespaßt werden. Wie gesagt, ist der Ecki da und deswegen wissen wir, was ist denn mit Gucci passiert? Der ist schon so reingekommen, der ist irgendwie am Frieren. Was ist denn mit dir passiert? Vielleicht hat er die Fröstelkrankheit. Ich weiß ja auch nicht. Oder die Schlumpfkrankheit. Ich glaube, der ist zu lange in Nee, der dafür ist er nicht blau Renaissance. genug. Der ist zu lange schon in der Renaissance, glaube ich, die dauerkalt. Obwohl in Asien soll ja auch Tamagotchi. ganz viel Schnee sein. Wir können ihn ja auch umbenennen in Eiswürfel. Trink mal einen heißen Kaffee. Ein Kaffee für Gucci. Ja, heißen Kaffee, vielleicht wird's besser. In der Schweiz regnet es doch nur. Da liegt doch gar kein Schnee. Ich weiß ja auch nicht.
Es sind hier ganz merkwürdige Geräusche auf einmal. Ja, hier ist ein LA, deswegen. Er macht so klein und macht Oh Mann. Hm. Ich wollte Oh immer Mann. mal LA-Suppe ausprobieren. Eieiei. Guck mal, der hat Ich eine hab- Kaffeetasse. Bubu, ich Mhm. weiß nicht, hast du schon gesehen das Sniffergehege? Da fehlt nur noch der Baum in der Mitte. Nee, Hast da du's? ich bin ja gestern, wie gesagt, mit meinen Schiffen beschäftigt gewesen, mit Kenji zusammen und er kam nämlich gestern extra noch on und ja, Ja, hat mir geholfen, da ein paar Schiffe zu setzen und ich bin ein bisschen, ich muss so viele Segel pflücken. Was ja. Ich habe machst du mit der nämlich Kaffeetasse im Boden? Wusi einmal gefragt, ob er mir bei dem Baum da in der Mitte hilft. Sonst ist das, denke ich, fertig, das Gehege. Mit 4 Okay, Sniffern drinne. Die wühlen auch schön durch die Gegend. sehr schön, Ja, sehr schön. Kentchen hat auch schon ein Schild hingestellt, was da für ein Baum hin soll. Okay. Habe ich schon gesehen. Nee, das gibt's nicht. Der wird gleich Doch. weggemacht. Und Nein, Hallöchen, nein, Marina. das ist ein schönes Schild. Das ist ein schönes Schild. Das ist Nee, ein ganz besonderes Schild für Bubu. Doch. nein. Doch. Das ist von Kentchen. Okay, ich gehe gucken. Oh Ich Mann. komme damit. Nicht, dass das so Blödsinn Okay. ist. Monja, Nein. also unser Eihörnchen, was hast du heute vor? Ich ziehe weiter den Boden im Kloster, Sehr schön. dass das da fertig wird. Und was macht unsere Lyra? Wem schließt du dich an? Ich glaube, ich schaue einfach so ein bisschen erstmal rum. Du schaust ein bisschen besser rum, okay. Weil wie gesagt, bei den Segeln müssten eigentlich nur alle grünen Blöcke, also alle grünen Blöcke müssen von diesen Schiffen weg, die hier überall rumstehen. Diese großen Segelschiffe. Da werde ich heute mich Da frei wieder Langeweile auseinandersetzen. gehabt. Nö, nicht wirklich. Aber wir wollen ja vorankommen. So, dann schauen wir doch mal bei der Schule vorbei. Aber fliegt nicht gegen die Schiffe, ja? Hier überall rumstehen. Ja, dann haben wir halt Das habe ich Geschichte schon in dem fast Moment. umgewechselt. Guck mal, aber die löchrigen Segel, die muss ich noch ein bisschen verändern. Seit wann ist Padma Schiff da vorne? Ah, nun. Ich habe es doch Der hört gerade wieder nicht erklärt. Ja, zu. ja, ich habe es gerade erklärt. Da wir nicht die Zeit haben, habe ich mir Padmas Schiffchen ausgeliehen und meine 2, die wir hier kopiermäßig überall hingeklatscht haben. Und jetzt muss ich halt Padma, also die von den Nicht-Padma-Schiffen die Blöcke auswechseln. Das Okay. spart nämlich ungemein Arbeit, als wenn ich jetzt Darf- beigehe und selber Segelschiffe bauen müsste. Ja, so. Jo. Non, darf ich dir was vorschlagen? So, dann schauen wir doch mal, was hier so spannend ist. Also hier ist ja mittlerweile das ist ja hübsch, da ist eine Doch, Schaukel das ist über die entstanden. Ohren. Das ist richtig. Okay, oh, Hier denn? ein kleiner neuer See ist entstanden. Oh, Streichelzoo, Streichelzoo. Geh hier nicht mehr Oh. weg. Hier Oh bleib no. ich. Okay, der Das ist von Baumname Emulsion. klingt nicht schlecht. Na toll, das war so klar. Das war so klar, dieses Schild. So klar. Sowas von klar. Entschieden. Albträume, Albträume. Normalerweise müssten wir ja aus Gaggründen im Grunde genommen überall so eine Dinger platzieren mit so Bubu-Tree drauf. Wer hat die Sniffers gepaart, bitte? Kentchen, aus Versehen. Aus Es Versehen. sollten nur 4 hier drinnen sein. Naja, es sind Na ja. 5, aber mehr nicht. Ja, dann machen wir Suppe. Nein! Was? Nein, 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 Sonst nein. machen wir aus 4 Kai-Suppe. Also ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Erst beschweren, dass zu viele sind. Wenn ich Suppe mache, beschweren die. Ich habe mich nicht beschwert, es ist mir aufgefallen. Das ist ein Unterschied. Ach so, für unsere im Team, die nicht wissen, was das hier mit diesem Bubu-Tree auf sich hat. Es gab da mal so eine gewisse kleine Überraschungsmap für einen gewissen Herrn Crocodile Andy, wo wir seine Lebensgeschichte quasi nachgebaut haben, also seine YouTube-Karriere. Und ja, und da waren so viele Löcher auf der Map und dann habe ich mir gedacht, dann stellen wir da Bäume hin und habe Kentchen den Auftrag gegeben, doch überall ein Schild mit einem Baumstamm hinzumachen, wo er denn meint, dass da ein Bäumchen hin müsste. Resultat von dem Ganzen, es waren dann über 300 Bäume, die
bauen musste. Super klasse. Aha. Das ist die Anekdote zu diesem Bubu-Tree. Also, ich denke mal, wenn Kroko das jetzt sehen würde, würde er wieder anfangen, herzhaft zu lachen. Weil ich musste nämlich im Bauteam sämtliche Aufträge von ihm ablehnen mit der Begründung, ich muss leider Bäume basteln. Also, er Also, hat wenn es ich jetzt danach, hingehe, er hat es dann hinterher verstanden, was ich meinte. wenn ich jetzt hingehe und überall hier so ein Schild hinstelle, dann setzt da überall ein Baum drauf, oder wie? Also ich habe Bubu-Tree. insgesamt 2 Wochen jeden Tag stundenlang von morgens bis abends diese blöden Bäume gebaut. Tatsache. Es war Niki, der deswegen Wahnsinn. musste ich so lachen, weil Kenshin hat mir das nämlich heute Nachmittag. Boah, du wurdest gespoilert. Ja. Oh Ja, mein Gott. Er hat Oh mir ja mein das Schild Gott. gezeigt und hat mir dazu die Geschichte erklärt. Deswegen wollte ich das. Ja, ja, und seitdem gibt Oh es mein halt, Gott. Welcher seitdem, Teufel? seitdem gibt es ja auch den Begriff Kroko klein und Bubu klein. Mhm. Jo. Das ist so ein Running Gag im Bauteam. Ja, ja, bauen wir Kroko klein oder Bubu klein? Hm. Jo, Aber dann ganz müsste hier, toll. wenn du hier Bubu-Tree startet, müsste nicht eine Bubu hier stehen. Nein, das sind handgemachte Bäume, die ich bauen musste, so wie da vorne, so. bei Stine, bei der Kirche zum Beispiel. Das ist Bubu Tree. Ja. Die Wusi mittlerweile auch sehr gut hinbekommt, wie ich gesehen habe. Aber nur die große Variante. Aber nicht die große Variante, genau. Okay, nee, gut, okay. Du kriegst ein Bubu-Trio hin, aber nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal Segel flicken. Oh Gott, ist das ein Gestöhne hier. Es ist noch nicht 22 Uhr, also beherrscht euch. Aber war's mal nicht. ehrlich. Das hört sich doch niedlich an. Ich mag die. Ja, ich Ich mag war's die nicht, auch. ich bin unschuldig. Vor allem, dass die sich so komisch hinsetzen, wenn sie buddeln, finde ich total niedlich. Weil ich finde das Ja, der lustig, Kleine dass sie sucht 6 auch Füße schon. haben. Vor allem sind die von innen hohl. Ja, ja, die sind hohl. Ich war gestern drin. Hört sich klingt jetzt auch irgendwie verkehrt. falsch an. Ja, total. Ein Schnuff. Was machst Ja, du? er buddelt gerade. Er hat hier gerade Er hat eine Schlappohren. Kannpflanzenkapsel. Der hat Schlappohren wie mein Hund. Ich sag doch, der schnuffelt wie mein Buddy. Und jetzt läuft er durch mich durch. Toll. Ja, er hat dich zum Fressen Ja, gern. ich merk schon. Ich bin aber nicht Also, zu oder so ein verdauen. Buddy? Wenn Bubu auf Nach einmal weg Leberwurst ist, dann suchen. wissen wir warum. Dann wurde die von einem Sniffer gegessen. Ja, ja. Hier kommt hier so ein Grabstein hin. Oh Mann. Bobo wurde bei lebendigem Leibe verspeist von einem Sniffer. Okay, gut. Gott. Okay, dann werden wir mal zusehen, dass wir jetzt unsere Sachen gemacht kriegen, weil wie gesagt, noch weiter kann ich und will ich die Epoche nicht ausweiten. Also Auf, was los geht's jetzt los. nicht fertig Los. ist, wie gesagt, und Mimi braucht halt ihre Schilder, damit sie halt auch was machen kann. Gut, also werde ich mich heute ein bisschen absondern mal vom Team und lasse die alle mal werkeln, weil das ist hier doch Ich mache eine Gruppe auf. ein bisschen Konzentrationsarbeit, aber mit euch kann ich dann immer noch chatten. Also wie ihr seht, haben wir hier jetzt erstmal die Schiffe von der Padma übernommen. Und jetzt muss ich halt der Ordnung halber natürlich das Netherzeug hier rauskriegen. Also das Rote lasse ich erstmal. Könnt. So, okay. Gut, also wie gesagt, also ich habe nämlich jetzt das Problem, dass ich ja diese ganzen grünen Dinge halt hier erstmal wegwursteln muss. Das wird ziemlich langwierig und nervig, aber das ist nicht weiter schlimm, weil es lohnt sich, weil wir brauchen halt diese. Ja. So, dann muss ich natürlich immer gucken, wo sind diese Blöcke dran. Manche sind ein bisschen komisch gesetzt, ein bisschen tricky, dass ich da immer ein bisschen aufpassen muss, welchen ich da wegnehme und austausche. Schon manche schweben so ein bisschen in der Leere rum. Ja. Dann erzählt doch mal, was habt ihr denn so am Wochenende getan? Also ich war heute mehr wie faul. Hab's mir heute mal so richtig.
So, okay. Ähm. Äh. Ich habe hier keine Katzen. Den lasse ich den hier. Was machst du hier? Oh Gott. Geh weg. Muss da wieder einen Block hinsetzen. Geh weg, habe ich gesagt. So. Stehen hier nachher die Blöcke. Okay, wo war ich? Also ich wollte ja wissen, wie es euch so am Wochenende ergangen ist. Ihr merkt schon, Konzentration. Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen frickelig, weil ich hier ein bisschen aufpassen muss, was ich tue. Dass ich hier nichts hier weghaue. Wie gesagt, manche sind ein bisschen blöd gesetzt. Ja. Aber das kriegen wir. Dann schauen wir mal, was das macht, wenn ich jetzt nur die Grünen hier, das ganze grüne Zeug hier rausgehauen habe. Wie das dann ausschaut, ob wir das Rote eventuell auch noch wegmachen. Dass wir das einheitlich machen, obwohl ich ja nicht jedes Sieg gleich aufgehen lasse. Das heißt, eigentlich ein bisschen abwechslungsreich immer Farbe. Aber das kriegen wir hin. Aber wie gesagt, was habt ihr Feines gemacht? Wart ihr heute draußen? Bei uns war das Wetter mehr wie wechselhaft heute. Also heute Morgen war es richtig kalt. Da habe ich gedacht, oh Gott, Winter. Da habe ich schon meine dicke Jacke wieder anziehen müssen, wie ich raus gewesen bin. Denn heute Mittag war das so warm, dass wir nach einer Stunde die Katzen reingeholt haben, weil es einfach zu warm war. Ja, also das so richtiges Aprilwetter im Juli. Toll. Also kein besonders schöner Sommer, wenn man so. Ja, das kann passieren. Ja, ich habe auch schon. Aber ich denke mal, ich werde zumindest die Löcher stopfen. Also, dass das nicht ganz so. Obwohl witzig ist es schon. Ist ja. Halt echt. Was nur. Tausche. Gestern. Bist du schon wieder da? Was machst du hier? Geh runter von meinem Schiff. Verschwinde. Videos geschnitten, Mangma, was? Mangma King beim Momentum, Haushalt, Bubu geärgert uns. Genau. Genau. Das kann der Kätzchen immer besonders gut. Bubu. Gib dir ein Bubu-Tree, du. Da habe ich Albträume noch von den ganzen Baum gebastelt. Das war ja auch ein Mann, Mann, Mann. Aber das sah dann hinterher umso schöner aus. Das hat sich ja auch gelohnt. Dann seien wir mal ehrlich. Der Kroko macht man das doch gern. Aber jetzt wäre es einfach zu viel des Guten. Wir hatten mal überlegt, ob wir die Map weiterbauen. Aber das wäre jetzt echt viel des Guten. Jetzt könnte man eigentlich nur noch so Special-Projekte oder so reinnehmen. Damals war das noch einfacher. Die Map gibt es halt immer noch, also den Stream, den gibt es immer noch. Den könnt ihr also nachschauen, wenn ihr das möchtet. Ich muss mal gucken, ob ich den, also den davon für uns finde. Vielleicht macht sich Kenshin ja auch die Mühe und kann mal gucken, ja, die findet. Geburtstagsmap müsste das heißen. Könntest du das ja mal im Stream verlinken. Die wissen die zumindest, wovon ich rede hier.
organisiert ist und manche sind so ein bisschen doof gesetzt, dass ich da echt höllisch auf abbaue. Ah, nee. Aber solche Arbeiten gehören halt auch. Das ist genau auf der Seite. Muss immer die Position hier wechseln. So. Okay, hier. Genau. Seite. Ah, das ist ja da zu viel abbaut. Oh. Ähm, so. Übersehen. Ah, müssen wir Abstand nehmen. Ich glaube, die Seite haben wir fertig. Genau, super, super. Dankeschön, Kenntchen. Danke. Also ihr könnt euch das auch ruhig mal angucken. Ihr könnt da mal sehen, was Kenntchen, ich und über 60 Leute da gemacht haben. Also unter anderem haben da auch ganz, ganz viele Promis mitgebaut, wie eine Flocke und so. Und das hat tierischen Spaß gemacht. Also wir haben so alle Leute, die so im Laufe dieser, ich glaube, zwei Jahre war er damals dabei. Ja, war schon irre. Und das sind im Grunde genommen die Abenteuer gewesen, also Kroko und Champ, die da durch die Gegend gefahren sind. Und da hat der Kirito zum ersten Mal so richtig gezeigt, was er eigentlich kann. Weil der hat nämlich das ganze Schienensystem mit dem Kenshin gemacht und da hat Kenshin zum Beispiel sein Talent entdeckt mit Command-Blocks und World Edit und all solche Geschichten. Und ich habe damals ein bisschen World Edit beherrscht, aber mittlerweile wird meine Meinung dazu. So, jetzt möchte ich beigehen und diese Dinger hier Tatsache erstmal. Weil man sieht ja nicht zwingend, dass das besser ist. So, dann muss ich mir noch Gedanken machen über die Falltüren. Mal sehen, wie das nachher aussieht. Das hier alles tauschen. Aua. Mann, da hast du eine lange Spitze hier. So, okay. Bin echt gespannt. Also ich versuche so jedes Schiff so ein bisschen individuell zu machen. Also mach mal was anderes. Weil die sahen natürlich nicht alle baugleich aus. Ne? Mal nur gucken über die Falltüren und viele Fässer. Aber Fässer sind gut. Fässer sind gut, Hadri. Fässer sind nicht so schlimm, als wenn ich jetzt hier lauter Truhen. So. Man sieht ja nur bedingt. Er sagt, das ist. So. Schwieriger Breit. Relativ. Oh, das macht. Bei der muss einmal so. Mal. Ganz, weil sonst dreht sich das was. So. War so ein bisschen Zeitersparnis, wie gesagt, es ist halt für mich einfacher auf die Schnelle jetzt Blöcke auszuwechseln, als jetzt von Hand anzufangen. Huch!
irgendwelche Schiffe zu bauen. Ich weiß nicht, dass ich zu viel habe. Das habe ich nämlich. So, jetzt haben wir schon mal das. Mapmaking, genau. Ein gemachtes Chaos verstehen, genau. Und am Schluss vor allen Dingen, wie gesagt, da muss ich Aventus nochmal ein Riesenlob aussprechen. Der hat ja da einen Riesenteil hingekleistert. Und das Witzige an der ganzen Geschichte war, äh, ja, sage ich mal so, dass dieses ganze Gebäude nachher aus Diorit bestand. So, das wird jetzt ein bisschen langweiliger. Aber das geht jetzt nicht anders. Ich habe eine große Blockpalette, was sagt, so Falltüren angeht. Das war schade, wenn man jetzt so ein bisschen so bunten Elemente daraus. Aber das hatte eigentlich nur den Sinn jetzt, wie gesagt, dass sich dieses Schiff halt unterscheidet von dem, der aussah. Und das kann man übrigens wunderschön machen. Das haben wir ja bei den Häusern auch so gemacht, dass wir da ja ein Haustyp genommen haben und einfach nur die Blöcke verändert. Jetzt halt nicht. So, okay. Noch welcher? Mal Reihe für Reihe, dann kommt man nicht durcheinander. Also auf einer Ebene. Ah ja, das Haus hat eine Tür. Das Schiff hat eine Tür. Muss ich das jetzt verstehen? Okay, das Schiff ist etwas unter Wasser, glaube ich. Händchen, wir haben ein Problem. Ich glaube, der Laderaum ist etwas geflutet hier. Ei, ei, ei. Okay. Weiß nicht warum, aber der Laderaum. Naja, dann nehmen wir ein paar Schwämme Songs auf. Wischen mal kurz durch und dann ist das schon. Wieder. Mann, Mann, Mann. Schreibe von dann. Ei, ei, ei. Hier ist alles geflutet. Frei, was hat Kännchen getan? Das Schiff steht unter Wasser. Ei. Dankeschön. Oh Mann. Okay. Okay. Ei, ei. Ich muss hier mal irgendwie... Dass die Pilze das überlebt haben. Wow. Schaut mal. Hauptsache, sie werden nicht weggeschwemmt jetzt. Ich verstehe auch nicht, hier sind Laternen und trotzdem ist das hier alles so... Der Map. Mal nur aufpassen, dass man nicht zu viel weghaut. Eieiei. Nass. Friert gleich wieder ein. Ich friere hier zu. Eieiei. Der Wahnsinn. Jetzt sag nicht, dass es hier noch tiefer geht. Oh mein Gott. Ich glaube, das Schiff hat ein Problem. Oh Gott. Aber dann machen wir es richtig. Eieiei. Erde und Sand und weiß ich was hier. Okay, hier hinten ist alles okay. Die ganzen Schwämme. Hier wachsen dicke, fette Schwämme. Ich glaube, das Schiff ist schlecht. Okay, gut. Super. Sehr schön. Ging es hier wieder hoch? Hä? Ach da. Eieiei. Aber wenn man nicht alles kontrolliert, also dann passieren halt solche Dinge.
Ich habe mich nämlich gewundert, warum ist hier bitte eine Tür? Naja, warum? Okay, dann machen wir mal weiter. Da ja irgendwelche Fische durch die Gegend hüpfen. So. Eine wunderschöne guten Abend, lieber Matze. Ich hoffe, dir geht's auch. Also heute bin ich ein bisschen fitter, weil dass ich ganz so warm war. Echt mich viel ausgeruht. Aber das muss halt zwischendurch halt auch mal sein. Weil heute ein ziemlich ruhiger Tag mal war. Einer hat viel geschlafen, dadurch hatte ich viel Zeit mal einfach so, um mich hinzuschillen, was ja nicht das Schlechteste. So, machen wir die nächste Reihe hier. Bin gespannt, wie es ausschaut, wenn wir die ganzen blauen Elemente rausgenommen. Ich schätze mal ein bisschen langweiliger. Aber geht halt jetzt einfach schneller, solche neue Schiffe bauen müsste noch. Weil wir haben noch genügend kleine, die gebaut werden müssen. Aber die gehen halt relativ. So, okay. Mir geht es gut. Und wie geht's meiner süßen Mia? Ich hoffe auch. Ich denke mal, die freut sich schon auf die Ferien. Ich glaube, sie war ja eine der letzten Ferien ging. So. Okay, dann haben wir die schon mal. Die blauen Laternen würde ich jetzt Tatsache lassen. Aber. Das. 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 Oh, das. Ah, es sieht schon ein bisschen langweiliger aus, aber alles gut. So. Halt. Oh. Oh. Hier zumindest schon alles. Jetzt muss man hier sehen, dass wir hier noch alles ausweg, was an Falltüren ist, aber die Lämpchen würde ich tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken. Platz. Platz. Das Nether-Schiff verwandelt sich in ein normales Schiff. Das lasse ich auch so. Das sind die kleinen Farbtupfer, die wir drin haben. Hier fehlt eine Tür. Das mal. Eine Tür. Habe ich den Kaffee weg. Naja, nicht weiter schlimm. Nicht weiter dran. So, jetzt haben wir die Tür hier wieder drin. Ist hier alles in Ordnung? Das kann ja eigentlich. Diesen bisschen blaue Toucher können bleiben. Aber die müssen weg. Oh, man denn doch so auf. Also ganz bisschen Nether soll ja noch. Ah, hier noch ein. Ah, das ist die nächste Variante, die wir hier haben von Padmas wunderschönem Schiff.
noch 2 Wochen in die Schule. Oh Mann. Naja, die hatte Fernwohnung. Ich hoffe, du hast ihr gratuliert von mir. Gott, dann können wir hier schon mal dieses Dingens da wegmachen. Eins herumschweben irgendwo. Weil manchmal vergisst der Kännchen nämlich die. Wir sollten die Falltüren vielleicht. Obwohl ich das ganz witzig finde, wenn man Falltüren dann noch. Aber was mir doch so ein bisschen persönlich fehlt, ist ja, das. Ich weiß auch gar nicht, warum keine Falltüren. Ah, hier kann man ja runterfallen. So, okay, ich würde mal sagen, das erste Schiff haben wir soweit fertig. Es sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Das ist eigentlich relativ hübsch. Ja. Mal schauen. So, weil ich habe insgesamt da vorne steht noch eins und hier hinten. Ja, ganz. Seht ihr den Block da hinten? Da steht auch. Hier haben wir noch so ein bisschen zusätzlich dieses eine von hinten geholt. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch so ein Steuerradgedöns machen. Das ist jetzt aber nicht weiter so schlimm. Hier hinten habe ich eins und ganz vorne steht noch. Und dann haben wir hier hinten auch noch mittelgroßen sozusagen. So, okay, dann kann ich den hier auch schon. Platsch, plutsch. So. Wir müssen schauen. So. Wir könnten ja jetzt so ein hin und her gerissen, was wir nehmen können. Also das Grün kommt ja raus. Das nehmen wir als zentrale Farbe. Ich würde nicht noch ein weißes. Aber ich befürchte, dass sich die roten alle ersetzen durch weiße und grünes und rosen. Keine Ahnung. Ich ersetze jetzt erstmal weißen zwei. Ich ersetze jetzt erstmal Tatsache, glaube alle roten. Hallo. Mal sehen. Aber schau. Da haben wir auch nicht so viel zum Glück erstmal austauschen. Wir könnten natürlich auch die runtergefallen. Wir könnten natürlich auch die grünen und roten auf. Das geht. Habe ich mir aber noch nicht getan. Dass wir nur so ein bisschen schwarz lassen. Das kommt. Wir wechseln jetzt erst. Da habe ich nicht so viel auszuwechseln. Einfach. Auch ein bisschen tricky wieder, weil die halt auch wieder so merkwürdig platziert wurden. Ah, die wechsle ich aus. Wenn schön aussieht hinterher. Höre ich jetzt Hühner? Wie kommen denn jetzt Hühner auf das Schiff? Also, also auf dem anderen Schiff war ja Creep. Kam ja dauernd ein Creep. Jetzt habe ich hier Hühner auf dem Schiff.
Warum habe ich jetzt Da ist auch der ganze Boden unten zugeeist. Muss man auch gleich noch machen. Da ist auch irgendwas. Keine Ahnung warum. Da sage ich, bin ja kein Copy and Paste professionell Mensch. Habe ich ja die Leute mal. Blöcke sind echt blöde positioniert ein bisschen, dass ich immer überlegen muss, welchen Block mache ich jetzt weg und welchen lasse ich da und wie muss ich den einsetzen, dass ich den da wieder hinkriege. Aber das geht. So. So, und in dem Stamm muss ich mir logischerweise natürlich auch noch was ausdenken. Also mal gucken. Hat also nicht so viel. Also irgendwie ist mir das unheimlich. Wo kommen die Hühner her? Back, back, back. Back, 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 back. So. Dann Seite wieder. Okay. Halt. So. Ja. Halt. Er muss. Er muss. Bin ja mal gespannt, wie viele Blöcke ich übersehen werde. Ei. So. Hier. Weg. Hm. Daran. Weg. Abstand wahren hier. Also auf der Seite haben wir alles Rote weg. Die Schiffe vermehren sich. Habt ihr es gesehen? Da stehen jetzt zwei. Oh Mann. So, okay. Nochmal haben wir hier alles Rote weg. Ja, hier haben wir alles Rote weg. Okay. So, was machen wir jetzt? Lassen wir die grünen Segel da? Oder lassen wir so ein grün-schwarzes? Weil ich würde die Fallschirme trotzdem auswechseln. Irgendwas anderes. Ich damit mache. Ich könnte natürlich das Grüne auch noch weg. Aber dann fehlt uns die Idee wieder für das nächste Spiel. Ganze Armada oder jetzt hier zwei oder nur ein? Hoffentlich mehr auftauchen. Es ist sehr merkwürdig hier. Oh, das ist wie Bubu Tree. Gott. Oh Mann. Gott. So, dann schauen wir mal, was machen wir jetzt mit den Segeln? Wollen wir die noch bei weiß machen?
Oh, so ein grünes wäre natürlich auch. Weil ich bin jetzt am überlegen. Warte mal, was neben wie? Kaffee wird kalt. Weil Falltüren haben wir ja momentan immer noch begrenzt. Wir könnten natürlich mal mit Akazie. Akazie und dann nehmen wir mal. Ah, was nehmen wir? Stöcke. Wir können ja mal so ein ganz hässliches machen. So, wir machen es jetzt. Ich bin jetzt einfach mal bei. Sage, wir setzen einfach das ein. Hui. Lassen frei. Okay. So, nehmen wir die mal. Wir machen jetzt einfach mal ganz verrückte. So. Hör ich hier den Schleim? Gemerkt. Das ist bestimmt so ein Geisterschiff. Hui. So. Okay, einfach mal hoch. Dann können ganz. Huhn hat unterm Schiff ein Ei gelegt. Okay. So, dann machen wir ganz. Warte mal, dann nehmen wir die. Ganz. Weil es ist ja hell. Und dann wird es halt noch ein bisschen. Einfach mal total bekloppte Böcke nehmen. Das ist immer das Schöne, wenn man so fertige Dinge umwandelt. Da habe ich manchmal wirklich Spaß dran. Immer aber doch relativ. Also wandeln. Einfach mal. Was passiert? Jetzt stecken überall Hühner unterm Schuh. Bestimmt alle aus dem Laderaum. Andere Variante. Wie gesagt, ich gehe mir bewusst immer sehr dicht an, um hinterher dann selber zu überraschen. Plopp machte. Da. Ja, das wirkt auch schon wieder ganz anders, seht ihr? Was ich gesagt. So, jetzt muss man mal gucken, was für Falltüren. Einfach mal. Ganz. Warte mal. Da müssen wir halt aufpassen, dass sie alle nach unten zeigen, sonst haben wir halt später ein Problem. Ja, doch, das passt. Ja, ja. Hört sich wie. Klack, klack, klick. Halt! Das war zu viel.
Der Rhythmus geht mir gerade so ein bisschen. Okay. Mir noch nie so aufgefallen, dass Rhythmus. Ja, so ein Queen-Fan, ne? Ich hoffe, ihr kennt Queen. Ja, die Älteren von euch, wenn. Was guckst du mich so an, wenn du hier runterfliegst? So vorwurfsvoll. Kann ich was dafür, dass du den Ausgang nicht findest? Meinst rumfliegen zu müssen? Vor allem diese ganzen Eier hier auf dem Eis. Könnt ihr nicht mal aufräumen. Macht ein Omelett draus. Oder ich muss den Koch mal kurz seine Hühner hier einfangen. So. Das sind ja überall Hühner. Auch im Innenraum. So. Aber wenigstens innen drin mal eisfrei. Haben die Hühner das Eis schon? Das war. Da. Liegen überall Eier. Sehr schön. Padma wird sich freuen. Für das nächste. Was? Voll da oben? Aha. Ist ein bisschen kalt oben Eis. Oder hast du Schlittschuhe an? Zeig mal. Ah ja. Damit kann man schon oben Eis lang. Stimmt. So, okay. Dann haben wir hier einmal rundrum. So, ihr Lieben, bin für heute raus. Wünsche euch noch einen schönen Stream. Ja, vielen lieben Dank, lieber Matze. Und bestellt der Limia. Ganz, ganz liebe Grüße von mir. So, jetzt machen wir hier das wieder so. Das war das hier. So, okay, dann machen wir das drüben auch, diese ganzen Eier hier. Okay, hier müssen wir noch Blöcke auswechseln. Mal hier über diese Peitschen reingehört. So, jetzt auch aufpassen, dass man die richtig setzt. Passen die nicht Muster, weil die haben Muster. Dann machen wir das mal. Da ist auch keine Tür. Und warum immer? So, okay. Lassen wir einfach. So, hier werde ich aber diesmal die Falltüren auswechseln. Halt, halt dahin. So, das welche von der anderen Seite.
Trotz eine Variation von dem Schiff von Padma. Und ich- So, dann würde ich da das mit diesen Dingern hier noch ein bisschen ändern. Das war, ja, wir können ruhig einen Seelenverkäufer ruhig trotzdem draus machen, dass da bleiben. Oh, alle frei. Ja, ja. Ein kleiner fleißiger Unterstützer, aber dem ich diese ganze Arbeit hier zu verdanken habe. Toll. Ja, ja, ich hoffe, ihm gefällt es. Und wenn dann die ersten Bewohner hier eingezogen sind, dass wir dann hier auch unsere zweite Essenz kriegen werden. Ich hoffe mal. Wenn wir uns jetzt schon diese ganze Mühe machen. So. Ja, wie gesagt, hier sollen ja noch Bewohner einziehen und Seefahrer und hab mal feucht durchgewischt auf deinen Seelenverkäufern. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Frei. Danke, danke, danke. Blümchen. Sag mal. So. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, ja. Ich bin gespannt schon, wie das dritte, also für was wir die dritte Essenz kriegen werden. Ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube, nach der ganzen Bauerei kann das gut passieren, dass er uns wieder auf Abenteuertour wird. Und weiß nicht, ich hätte das Gefühl, als wenn das ein zweijähriges Abenteuer. Aber das ist ja auch schön, weil wir gehen ja danach in die Sommerpause. Also passt das. Aber jetzt haben wir uns noch nicht allzu sehr verboten. Passt das. So, hier haben wir noch einen. Also ihr seht, es ist auch schon ziemlich zeitaufwendig. So ein Schiff nur eine andere Blockvarianz reinbringt. Also mit Mimi wäre es natürlich jetzt auch einfacher zu machen, weil da könnte ich jetzt sagen, pass mal auf, mach mir mal den ganzen Schiffskörper zum Beispiel in Birke oder was auch immer. So, schauen wir uns mal das zweite Schiff an. Ich finde, das sieht auch ganz hübsch aus. Hat was. Ah, mit der Birke da drin und einfach mal das. Ich weiß auch nicht, warum dahin. Leider sind mir ein paar Spawn-Eier aus der Hosentasche gefallen. Vielleicht könntest du hier die Mobs spawnen. Was? Falls du zu spät kommst, mach einfach Gulasch aus. Was? Ach du Schande. Was zur Hölle? Was? Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier meine ganzen Ladeflächen mit Hühnern oder so. Gar nicht Schlimmes. Das ist auch so ein Block. Bei mir hier weg, die Truppe. Jetzt hier wieder. Oh nein. Es. Also, hoch. Ich bin ja viel gewohnt. Aber dass ich jetzt auf Hühnerjagd gehe, glaube ich, hol mal doch den Koch. Wo zur Hölle? Ja, überall. Ja, ist noch. Also hier ist nix. Ja, mal gut. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß es nicht. So, okay, gut. Dann haben wir die nächste Variante. Ich lass mal weg. Dann schauen wir mal so ein bisschen so treiben. Okay, weil zwei große Schiffe habe ich jetzt schon.
Mir fehlt jetzt eigentlich noch das ganz vorne und hier hinten. Wieso stehen hier eigentlich zwei? Oh mein. Na gut. Wir machen aber trotzdem jetzt erstmal Pause. Also ein bisschen. Hier ist übrigens dann unser Ritualplatz. Ich glaube, es sind Hühner, Kaninchen und Kamele. Was? Kamele? Und Creep. Oh mein Gott. Aber wo? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mir raucht schon wieder der Kopf. So, okay. Dieses Boot hatten wir ja auch schon soweit fertig. Hatten wir da den Baderaum hatten wir, glaube ich, auch schon. Weit. Jetzt geht's. So. Können wir hier weg? Okay. Nein. Schwimmen hier alle noch. So, okay, gut. Habt ihr gesehen, wenn er beim Hüpfen jetzt gerade drauf geachtet hat, wie hier das Licht ist? Was die hier? Gut, also das Schiff hätten wir auch. Jetzt sollten wir uns um das da vorne kümmern. Aber jetzt werde ich erstmal was die schreiben. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin heute auch ein bisschen träge, um irgendwas zu. Das funktioniert bei mir nicht immer. Ich glaube, frei meint die blinden Passagiere auf den Schiffen. Ja, wie gesagt, auf den 3 Schiffen, wo ich eben war, da war nichts. Da waren ein paar Hühner, die mir entgegengefallen sind. So, wir haben ja diesen Bubu-Tree. Ihr wollt also einen schönen Baum haben. Muss ich mir mal was überlegen. Mach's mir mal gemütlich. Wartet mal, kann ich mich? Hier kann ich mich. Ich habe immer noch Rosen auf. Ja. So, kleines Arbeitspäuschen. Also ihr seht, hinten im Hintergrund sind die beiden Schulen. Also ich finde, die Schulinsel ist geworden. Bubu Tree. Gott. Na gut. Dann machen wir mal einen guten. Einen richtig. Müssen wir nur aufpassen, dass die Sniffer unten passen. Also Sniffer sind ja. Wie groß seid ihr denn? Komm mal her, ja. Komm mal her. Put. Komm mal her, ja. Komm mal her. Muss mal gucken, wie. Okay, das heißt, der Ast durfte die. Also ab. Okay. Mal zur Sicherheit lieber noch einen höher. Bubu Tree. Wollt ihr? Okay, dann machen wir mal Bubu. Da. Mach mal wieder Bike. Lass mal Äste hier. Natürlich wollen wir einen schönen Baum, mein Baumeister Füchs. Große Idee, was? Vielleicht wächst da eine große Idee daran heran. Für andere wie dich in ferner Zukunft. Ja, ich ahne schlimm.
Ah ja. So. Ein bisschen verwehrt. Oh. Oh. Hier noch ein. Und ein. Okay, dann müssen wir überall noch die halt. Kann heute nicht merkt ihr. Machen den machen. Hi, Billy. Ah, nein. Okay, okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann können wir unsere Zäune auspacken. Oder wir machen die anderen. Warte mal. Lass mal die. Jetzt fangen wir an. Ah, ich brauche auch noch den Stamm natürlich dicker noch. Warum habt ihr so einen dünnen Stamm gemacht? Ihr seht doch du. Der hat doch gar nicht so einen dünnen Stamm. Ah ja. Stammpilz. Oh. So. Und random immer so Dinge anmachen. Eingehen. So. Ja, das wird ein bisschen enger jetzt hier. Ja, leid. So, okay, dann verkleiden wir das jetzt. Random setzen. Jetzt schon. Hier einen hin. Da arbeiten wir dann noch mit Falltüren und Sachen. So, mal schön, dass wir hier alles haben. Okay, würde ich. Dadurch wirkt das alles so ein bisschen noch dreidimensional. Ihr macht Geräusche hier. Okay, die drin haben wir jetzt.
Das ist eigentlich. Oh Mann. Da. Also wie gesagt, jeder baut ja auch an. Also ich mag die Art und Weise zu bauen. Fein sind. Ja, so kann ich halt mehr in kürzester Zeit machen. So, und jetzt haben wir natürlich auch diese Ecken. Das muss man natürlich. Klar. Man kann natürlich auch Kohlenholzblöcken arbeiten. Das ist nicht so sehr. Da wirken die Äste gleich. Kann man so ganz gut. Also man kann natürlich auch die Äste in alle Richtungen machen, aber das wäre jetzt zu zeitaufwendig, deswegen nicht. Sondern jetzt fange ich an, quasi die Ästelchen zu machen. Und das geht auch relativ einfach. Man ersten macht, dann weiß ich. Das sind ja auch Seiten. Ach, das macht halt ein Seiten. Ja, Das wird aber ein Mordsbaum. ja Eigentlich. klar. Denn schon. Du wolltest einen Bubu-Baum, also kriegst du einen Bubu-Baum. Die Kenshin hat den Bubu-Baum ja hingestellt. Ja, das ist ein Bubu-Baum. Das ist eine Größe von einem Bubu. Das schauen wir jetzt Na, an. passt ja aber trotzdem rein. Alles Ja, gut. sind ja auch große Tiere. Genau. Bin gespannt, wie er später aussieht. Weil jeder Baum ist ja ein Unikat. Die sehen ja nie gleich aus. So. Wieso steht da... Och nö. Ich krieg eine Krise. Kenshin. Frei. Ah. Mann, Mann, Mann. Der bringt mich ganz durcheinander. Da habe ich einen Werkbankbaum. Ja, ich meine, das wäre ein Gag. Der ist schon sehr lustig. Ja, ja, frei. Du brauchst gar nicht so harmlos zu gucken. Ja, der Ork ist nicht. Ja, hab's gesagt. Das ist genauso. Ich glaube, der Kenshin ist irgendwie ein Bruder von dir. Kann das sein? Dass ihr irgendwie verwandt seid? Also immer wenn du irgendwelche Scherze, ja, ja, wenn du Scherze machst, dann habe ich immer das Gefühl, irgendwo, das sind so ähnliche wie Kenshin auch mal mit mir abzieht. So, dann machen wir mal die Mitte. 3, 4. Hm. Ei, jetzt habe ich hier noch einen Koch. Das wird ja mal schlimmer. Ah, okay. Ein Buch. Wer schmeißt denn hier mit Kaninchen rum? Einmal Gulasch für dich, einmal Gulasch für Frei. Ihr habt echt. Ihr Das habt ist kein Gulasch für Langeweile. Würde ich die mal sagen. Langeweile.
irgendwie Langeweile. Nix. Der Frei hat doch nach Essen verlangt. Achso, Im hatte ich Chat. gesehen. Also ich hätte ja da eher an Pizza oder so gedacht. Ja, die kann ich hier leider schlecht machen. Da. Deswegen wird trotzdem Kaninchen. Das ist irgendwie pervers. Für Kaninchen. Man muss auch aufsammeln und essen. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Hunger. Ein Fuchs, der keinen Hunger hat? Ja, Hm. was soll's geben? So, jetzt Ja. habe ich den ganzen großen Äste. Kann ich mit Wieso hast du Werkbänke verbaut, Bubu? Ich habe keine Werkbänke verbaut. Doch. Da kommt jemand anderes. Frage. Sicherlich gemacht. Enge fest. So. Ah, hier fehlt. Ah, fallen die Fehler raus. Da. Die Kaninchen hier. Oh Mann. Warum? Werkbänke. Ich drehe am Rad. Ich werde nie fertig. Für einen Baum brauche ich einen ganzen Stream dann wieder. Oh Gott, okay. Jetzt haben wir das Grund fertig. Okay, und dann sollten wir, bevor wir jetzt, damit wir hinterher nicht wieder alles schon mal Dinger rein. Damit dieser Baum natürlich auch ein nicht indirektes. Also überall, wo es ja so ein bisschen verdeckt ist, kann man das machen. Wir müssen halt nur sehen, dass wir dann die ganzen Büsche, die wir dann benutzen. Hier unten. Eine zu. Oh Mann. Okay, also die Büsche, die wir dann benutzen quasi, das dann auch verdecken. Oh, also. So, jetzt
erstmal. So, okay. Nee, Lagerfeuer gehen nicht frei. Das funktioniert nicht. Da brennst du mir meine Buschis ab. Das geht gar nicht. So, und jetzt bin ich am Überlegen, was wir Tatsache für Buschis nehmen. Also ich habe mir überlegt, wir könnten eine Mischung aus Außen mal gucken. So, dann fangen wir hier oben an. Ah. Ja, ich hau dich aber ein. Du warst es. Dann gibt es nur noch ein zwei. Also ich kenne ja nur 3 Leute, die mir solche Streiche ständig. Das sind, so, wollen wir den in rosa machen? Aber ich finde, das ist so Kirschbaum. Das natürlich. Da baue ich dann 5 Jahre noch. Spitzen halt immer. Immer so. Naja. Boah. Was man da letztendlich. Das ist sozusagen, also ich habe sonst immer auch so zwischendurch mal mit Blätterkombinationen gearbeitet. Aber es ist natürlich. Aber was tun wir nicht alles für die. Jetzt arbeiten wir schon so lange zusammen in einem Team und ich verwechsel die. Ich sag immer noch Niki, wenn ich Sky meine. Naja, was soll's. So, okay. Aber ich denke mal, das könnte ganz gut. Halt nur aufpassen. Ah, ich muss aber meinen Text machen. Also Kännchen ist im Nether, aber mag das knallig rote Lagerfeuer. Ja, ich auch. Ich auch. Aber nicht unbedingt in meinem Baum, wenn es recht wäre. Danke. So, okay. So, ich denke mal, die Mischung, Nee, die ich glaube, er hat sich das Gehirn gestoßen. ich glaube, die Mischung, die passt. Was sagst du dazu? Niki? Hallo? Niki! Hab sie doch gerade gehört. Keine Ahnung. Okay. Na gut, machen wir einfach. Nehmen wir uns das nächste Mal wieder an. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Einfach hier random reinsetzen. Finden. So. Das hat zerlegt. Das wir nicht viel von dieser Kirsche hier drin haben. Also Busi hat halt auch so eine Art von Baum mittlerweile, die er baut. Und er lässt immer so ein bisschen von den Ästen nicht. So, okay. Okay. So. Jetzt haben wir hier so eine Stelle, da kümmern wir uns gleich drum. Sagt er. Fertig. Ah. So, aber hier geht ja überall noch ein bisschen. Das verstecken wir gleich. Jetzt
Freunde von diesen großen Dingen. Ein übrig. Okay, weil ja irgendwann verliert man nämlich so ganz langsam die Übung. Ganz langsam. Aber sicher. Gut, okay. Weil der ist. Dann, jetzt. Da einen hin. So, jetzt haben wir eine Seite schon verdeckt. So. Da einen hin. Da. Ah, und dann ist er schon verdeckt. Geht man nicht mehr. Jetzt brät er hier Fleisch auf dem Bauch. Oh mein Gott. Soll ich mich jetzt hier hinsetzen und essen oder was? Ja, okay. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Hier welche Fischen. Hier noch zwei. Da noch. So. Ja, ja, ja. Ihr lacht auch. Krümeltier. Mann, Mann. Es ist ein gekrümeliger, ein krümeliger Baum. Gut, okay, dann machen wir den hier. Jetzt dann halt immer. Da ist genug Wasser im Straßengulasch. Ja, ja, Baumgulasch wohl. So, okay, dann geht's weiter. Immer um das Ding. Aber vorher muss ich mal für kleine Königsstückchen. Da, bin gleich wieder da. Ups. 11. Was ist denn jetzt los? Hey! Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin am Baum gefangen. Autsch. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Du wieder. Ja, ja. Bleib bei der harmlos sitzen. Ich komme ja hier ganz durcheinander. So, okay. Weiter geht's. Wieder so eine Spitze.
Okay. Unten noch ein bisschen. Ja, noch. Den Rest verkleiden wir wieder mit dem anderen. Ich werde nie fertig. Oh, ihr Schluck. Oh mein Gott. Du hast wirklich echt nur Unsinn im Kopf. Das irritiert so dermaßen. Kennt ihr das, wenn ihr so hochkonzentriert irgendwelche Blöcke setzen wollt und dann kommt einer und angelt euch da weg? Ei, so. Doch, 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 doch. Oder Kai hat Langeweile. Kai macht sowas mit mir auch immer. So, Kai. Ich muss gucken, dass ich hier keine Blöcke. Weit da unten. Natürlich mal hier so klettern. Zum Glück sind die miteinander kompatibel. Kennt ja mal das Problem, dass manche Dinge, die man aufeinander setzen will, immer nicht so ganz harmonisieren. Dann gehen bestimmte Sachen nicht. So, okay. Hier noch ein. Ja. Hinten. Den. Klein. Mal den kleinen hier. Gleich. Du blubberst auch. Du bist schuld. Hab's gesehen. So, okay. Ah ja. Er schmeißt hier wieder mit Tränken um. Nehm dich. Ganzen Glasscherben, die hier rumliegen. Wenn ich jetzt irgendwas, ich sehe mich schon wieder irgendwo in den Himmel fliegen gleich. Das, ke das kenne ich nämlich auch schon, dass ich hier am Bauen bin und mit einmal fliege ich in eine unbekannte Höhe. Naja. So. Muss man gleich mal das Fleisch da oben wegnehmen. Das nicht. Was schmeißt er denn da immer für Zeug auf mich? Was ist das überhaupt für ein Effekt? Ich kenne den Effekt gar nicht. Heilung fliegen, mir wird übel oder weiß. Hab nur Angst, wie gesagt, dass ich irgendwann hier abhebe. Hatte ich ne. Das macht der Frei nämlich öfter.
dann einfach so Weltall abhebe und ach, ja, so langsam wird. Wie spät haben wir denn? Oh, das ist schon gleich wieder 10:30. Oh. Ah, ihr seht, so ein Baum ist ganz schön. Ach, jetzt weiß ich, was hier krümelt. Diese Pflanzen. Die passen hier wunderschön rein, ja. Aber dieses Gekrümel macht einen natürlich jetzt auch ein bisschen irre. Das hier schon die ganze Zeit rumkrümelt. Okay, gut. Wir haben schon einen ganzen Teil hier von dem Bäumchen fertig. So, dann müssen wir das hier. Warum ist jetzt hier auch noch ein Einhorn? Wo bin ich überhaupt? Mysteriöser Wurftrank. Ah, okay. Aber was macht das Einhorn hier? Bin ich bei Stine? Ich glaube, ich bin bei Stine auf dem Turm. Oh Mann. Ja, den ganzen Weg zurück. Und hallo Janus, Dankeschön. Grüß mir den Kai. Warte mal, kann ich direkt machen. Der Kai ist gar nicht. So. Kai, liebe Grüße von Janus. Und hallo Is und Skylon und Jona. Hallöchen und Jona. Wie schön, dass du auch mal wieder vorbei bist. Und hallo Kitten. Hallöchen. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Ich bin hier gerade umgesiedelt worden. Ich bin eigentlich dabei, einen Baum zu bauen für unser Sniffer-Streichelzoo. Und bin jetzt plötzlich ja bei Stine in der Kirche. Also ich weiß gar nicht, wie ich herkomme. Aber der freitreibt hier wieder mal seinen Unsinn. Also von daher. Grüße an den schweren Nöter zurück, lieber Janus. So, okay. Dann laufen wir mal über die Brücke. Also ihr seht, es hat sich hier eine Menge getan. Der Hafen ist viel weiter jetzt. Also es entwickelt sich immer mehr hier. Und ich war eigentlich gerade dabei, nachdem ich 2 Segelschiffe quasi umdekoriert habe, weil wir haben nämlich praktischerweise den Seelenklempner-Klepper von der Padma genommen und haben den uns hier hingesetzt, weil wir haben einfach nicht wirkliche Zeit, jetzt Tausende von Schiffen zu bauen, weil wir wollen ja Ende Juli fertig sein und dann in die Sommerpause gehen. Und jetzt war ich hier gerade dabei, mein Bäumchen zu bauen und jetzt keine Ahnung, an welcher Stelle ich. Wundert euch nicht, wenn es krümelt. Frei, wie gesagt, treibt hier sein Unwesen. Ich denke halt mit mir hier dauernd. So. Okay, ich bin nämlich gerade dabei, die Pilzlichter so ein bisschen zu verstecken. Was ihr da... Das ist verloren. Ihr seht, was ich meine. Ich versuche, einen Baum zu machen und bin hier plötzlich mitten im Himmel. Ja, oberhalb der Stadt. Also ihr seht schon, eine wunderschöne Aussicht. Also sie ist relativ groß mittlerweile schon. Also ich kann es euch ja mal auf der Map zeigen. Also die nimmt immer mehr Ausmaße ein. Also auch, wie gesagt, dieses Kloster ist jetzt von Nonnen viel, viel größer. Und ja, wie gesagt, die Schulen haben wir umgesetzt. Es hat Schwalhalla da hinten. Mein Baum, der hat schon wieder geschneit. Bei Stine ist schon wieder unheimlich viel Schnee auf dem Dach und auf meinem Rathaus. Ja, wie gesagt, wir sind dabei, so die kleinen Feinheiten jetzt zu machen und versuchen jetzt erstmal das zu machen, was wir ohne Padma und Eggy machen können, weil die Padma steckt in die Prüfung und
kann dadurch dieses Wochenende nicht mitmachen. Und der Ecki auch nicht, weil bei uns sind Ferien und wie gesagt, die Kinder wollen ja bespaßt werden dann, mal in Ruhe lernen kann. So, jetzt bin ich zum 100., Milliardsten, Trilliardsten, 12. Mal hier auf dem Weg zu meinem Baum. Frei, wo steckt. Da ist er, siehst du? Ja, ja, Glück. Glück kann ich viel gebrauchen, aber Zeit noch viel mehr. Und Geschwindigkeit und. Hat wieder nur Unsinn im Kopf. Guckt euch das an. Die ganze Zeit geht das so. Und wenn ich mich umdrehe, dann wachsen hier irgendwelche Lagerfeuer mit irgendwelchen Steaks auf meinem Baum. Toll. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt raschelt er da oben wieder rum. Treibt der da oben? Ja. Mann. So, okay. Gut. Den Ast hätten wir auch fertig. Dann machen wir mal den hier. Den hier hin und rosanen. Also so viel. Du meinst dieses Ab, ja. Das funktioniert aber nicht, glaube ich, wenn man kreativ ist. Aber das geht. Das, mein Baum steht hier unten, nicht da oben im Himmel. Denkt dran. So, okay. Ich versuche mich gerade irgendwie verzweifelt hier mal auf mein Bäumchen hier zu konzentrieren. Bevor ich hier wieder irgendwo durchs Weltall geister. Okay. Machen wir jetzt hier. Machen wir. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß ja. Ich glaube, der Frei hat einfach zu Langeweile. Setz dich einfach mal hin und denk dir einfach mal ein Abenteuer aus. Oder irgendwas von mir aus. So, okay. Nein, ich habe nämlich den Auftrag bekommen. Janus erinnert sich vielleicht noch an diese Überraschungsmap für Kroko damals, die wir gemacht haben. Und da, ich hatte nämlich hier auch so einen, weißt du, so einen Baumstumpf wieder mit einem Schild drauf, Bubu Tree halt, ne? Und du weißt ja, ich habe ja damals in einer Nacht- und Nebelaktion 2 Wochen lang nichts anderes getan, als irgendwelche Bäume auf der Map verteilt bauen. Also 200, ja, das waren 300. Also 2 Wochen lang habe ich echt nur Bäume gebaut. Ich konnte keine mehr sehen. Und das ist einfach mittlerweile wirklich ein Running Gag bei uns. Immer noch. Auch im Bauteam bei Kroko halt, ne? Wir bauen nicht Kroko klein, wir bauen Bubu klein. So, okay. Ja, ich bemühe mich, das hier alles so halbwegs abwechslungsreich zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja hier die Pilze verstecken muss, sodass man die nicht hier von aus. Muss ich halt immer wieder Abstand nehmen, weil ich sehe das nach einer Weile nämlich nicht mehr, wo da Zäune sind. Und mit diesem ganzen Geblubber, was ich jetzt habe, warte. Ja. Ja, was war denn das? Perfekt. Ja, so. Das Geblubber, da wird man ganz gaga am Kopf. Ich schon richtig Geblubber vor meinen Augen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da alles erwischt habe. Ich denke. So, okay. Und wie gesagt, die Niki, die hat sich hier für das Gehege, für die Sniffer, für den Streichelzoo am Zoo, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es in der Renaissance schon sowas wie Zoos gab oder Streichelgehege oder was auch immer oder irgendwelche Spielplätze. Ich bin der Meinung nicht. Aber ich sag mal, wir sind hier in Minecraft.
lassen wir der Fantasie ein bisschen freien Lauf. Also, wenn mein Team das interpretieren möchte, dann, dann muss ich da durch. So, okay. Oh, mein Gott, hab ich mich erschrocken jetzt. Hab ich mich erschrocken. Hab ich erschrocken. Oh mein Gott. Ah, ah, ah. Kannst mich doch nicht so erschrecken, lieber Kai. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja, ja, ich spare auf ein Stream Deck und nicht nur das. Ich habe jetzt mittlerweile schon mir ein Gaming-PC zurecht gebastelt. Also zurecht gebastelt nicht, sondern mir besorgt einen richtigen Gaming-PC und ich bin jetzt dabei, halt so diese ganzen Zusatzteile zusammenzukriegen. Also, weil ich möchte dem PC natürlich mein altes Headset und Mikrofon, ne, was da dran klebt, sozusagen, zumuten. Und spare jetzt zur Zeit auf ein besseres Mikro und Kopfhörer. Ja. Und wie gesagt, so ein Stream Deck halt. Vielen lieben Dank an Kai. So sind wir der ganzen Sache schon wieder ein Schrittchen näher. Das freut mich. Weil, wie gesagt, das ist einfach angenehmer und man kann einfach auch mehr machen. Also, wie gesagt, der Gaming-PC hat bei mir eigentlich den Sinn. Ihr wisst ja, ich habe ja mal noch die alte Brücke, weil bei dem von Cooper und Rio mir zusammen gebastelten haben wir ein Problem, dass OBS mit dem irgendwie nicht klarkommt. Und ich mich dann entschlossen habe, halt Stück für Stück halt mir einen anderen zusammenzubauen, was jetzt ganz gut geklappt hat. Da möchte ich nicht unbedingt diese alten Teile da ranhängen, also. Ich hab's gesehen, frei. Dankeschön, lieber Alex. Ui, jetzt falle ich echt um. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Alex. 100 €, ey, du bist ja echt der Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also da bin ich ja jetzt einen Riesenschritt näher. Wow, Dankeschön. Schön. Da freue ich mich jetzt echt drüber. Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich freue mich ja auch über jeden kleinen Euro. So ist nicht. Alex Lohn, genau, Marina. Alex Lohn. Oha, ja. Unioner. Oha. Das dachte ich auch gerade. Ja, ja. Vielen lieben Dank. Aber ihr könnt, ich kann ja euch mal so ein bisschen was, wie gesagt, über Momentum erzählen. Also Momentum ist ja nichts anderes als die Reise durch verschiedene Epochen. Ich muss immer weg, die sind so laut. Und der Sinn der ganzen Sache ist, wie gesagt, es gibt ja halt einen Trailer dazu, den viele von euch ja schon gesehen haben. Und es ist eigentlich die Geschichte, dass Bubu halt, wisst ja, ich gehöre zum Bauteam von Kroko. Und mein Traum ist es natürlich auch immer so, mal so richtig gut zu bauen wie ein Kroko, wie Aventus und viele andere halt, ne? Also auch wie der Janus oder zum Beispiel auch meine Kenntnisse weiter zu trainieren halt. Also Janus und Joe sind ja so meine Vorbilder, was zum Beispiel Redstone angeht. Damit habe ich mich noch nicht so befasst. Also mein Fokus liegt momentan noch ein bisschen mehr auf dem Bauen. Wie gesagt, Bauteam, Kroko. Und ja, das wurde dann irgendwann mal so zu einer fixen Idee, dass wir so überlegt haben, man könnte das ja so ein bisschen in eine Geschichte verpacken. Und damals hat uns noch Kami begleitet. Und der Kami hat uns diese wundervolle Geschichte aufgesetzt, die eigentlich den einen Sinn hat. Bobo ist quasi auf der Suche nach der einen großen, superklasse Bauidee und kommt da irgendwie nicht so ganz aus dem Puschen, weil irgendwie, ja, gibt es immer irgendwas zu meckern. Also entweder meckere ich oder andere halt, weil das dann irgendwie nicht ganz so hinhaut. Ich kann auch noch nicht alles bauen, also manche Sachen fallen mir halt extrem schwer noch. Und ja,
Und dann tauchte der frei auf und der hat mir halt ein Buch angeboten mit dem Deal, also dass ich dafür halt immer 3 Aufgaben pro Woche, also 3 Aufgaben erledigen muss und dann eigentlich immer die Essenz quasi benötige, um halt das nächste Kapitel sozusagen aufzuschlagen. Ja, und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, als ich nämlich dann das Buch endlich hatte und das in so einen komischen Ritualplatz gepackt habe, bin ich in der Steinzeit aufgewacht. Und das auch nicht nur alleine, sondern mit etlichen aus meinem jetzigen und damaligen Team. Also mittlerweile haben hier auch einige gewechselt. Es gibt noch ein paar Urgestalten, die hier mitmachen. Freisitz hier. Und es gibt auch welche, die also nach einem Jahr eingestiegen sind. Und es gibt auch ganz viele, die jetzt ganz neu dazu gekommen sind. Und ihr müsst wissen, am 24. September hätten wir eigentlich 2-jähriges Jubiläum. Wir verlegen das aber auf den 28., weil das ist ein Wochenende, weil es läuft ja immer am Wochenende Momentum. Und ja, so sind wir halt durch die Steinzeit, haben dort Aufgaben gemacht. Dann waren wir in der Eisenzeit, also in Ägypten waren wir. Wir waren in der Bronzezeit. Äh, wie gesagt, wir waren im Rom. Wir haben den Untergang von Pompeji erlebt. Also da gibt es auch ein ganz tolles Video zu. Solltet euch angucken. Vielen Dank an Domi nochmal für das Video, was er davon gemacht hat. Das ist auch sehr lustig. Und wir haben ja als Teil des Teams, also für die ganzen Spielereien, ja nicht nur den Kenshin zur Verfügung, sondern wir haben auch den Kirito. Und Kirito, wie gesagt, der versteht es natürlich, ganz viele solche lustigen Spielereien hier mal mit einzubauen. Also wir haben die Idee und Kirito setzt sie halt um. Und wie gesagt, seit 2 Jahren reisen wir jetzt durch die Welt und mittlerweile sind wir halt in der Renaissance angekommen. Trage ich mir gleich in den Kalender ein. Ja, wie gesagt, ich habe sogar vor, es soll an dem Wochenende was ganz Besonderes werden. Also die Idee haben wir schon. Wir haben auch schon, wie wir das anmachen und packen und so. Und ich hoffe, da müsst ihr alle jetzt ganz doll dann auch betteln. Ich würde sehr gerne den Kroko und den Janus dazu ein. Es wird etwas ganz Besonderes sein, weil der Champ, wie gesagt, wissen ja viele, ist ja nun, was Streaming und solche Geschichten angeht, nicht mehr ganz so affin, aber das hat private Gründe. Da bin ich ihm auch nicht böse. Lars muss ich gucken. Bei Lars ist es immer momentan ein bisschen schwierig alles. Aber wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Also von mir aus kann auch John noch mitkommen. Das wäre dann wahrscheinlich das Dream Team wieder zusammen. Und ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst die Einladung rausschicken, damit sie auch rechtzeitig davon Bescheid wissen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch damit einsetzt. Ihr wisst, die Streams mit denen sind immer wahnsinnig lustig und mein Team ist ja bekannt dafür, sich immer sehr lustige Dinge auszudenken. Also, wie gesagt, es wird eine Geburtstagsfeier, die es in sich hat. Da könnt ihr schon mal Gift drauf nehmen. Also die wird sehr kunterbunt und sehr lustig. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, aber ihr wisst, es ist immer ganz, ganz schwierig, die 3 unter einem Hut zu von den Streamzeiten her. Aber ich werde mich bemühen. Ich werde mich echt bemühen, die Einladung rechtzeitig rauszumachen, dass die genügend Zeit bleibt. Zu gucken, notfalls müssen wir das halt unter der Woche machen. Also wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja, dass wir das um das Jubiläum herum machen. Ja, also, weil ohne die 3 und Lars und Aventus, Champ, würde das Momentum-Projekt überhaupt nicht existieren. Da würde dieser ganze Kanal nicht existieren. Und ich habe denen sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn die kämen. So, da steht schon wieder nonstop hinter mir und jetzt kommt garantiert wieder der Satz, ich habe eine Frage. Richtig? Nein. Gut. Kannst du mich hören, Bubu? Ja, klar kann ich dich hören. Ah. Ja, ja. Ich unterhalte mich nur Könntest du gerade mit dir... meinem wundervollen Stream, weil da war da waren 2 sehr, sehr spendabel. Nämlich gerade Kullerkeks Oh. und
Ja, Oh. und ich weiß halt, wie gesagt, dass der Unioner sehr, sehr oft zum Beispiel ja auch bei Janus ist, also hauptsächlich eigentlich immer bei Janus ist. Und Oh. würde mich natürlich super doll freuen, wenn Unioner natürlich mich da ein bisschen mit unterstützt, weil Unioner ist bei vielen Events, die wir gemacht haben, also wo Pogo, Janus, Avendus und auch Joe und so dabei waren, war Unioner auch dabei und hat zugeschaut und sich köstlich immer amüsiert drüber. Und wie gesagt, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das klappt. Wie gesagt, ich werde alles dran setzen, dass es klappt und dass es super läuft. Und ich werde mich auch bemühen, Unioner, dass bei mir keine Stromleitung durchbrennt. Das hatten wir ja auch schon. Ja, ja. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für die fetten Spenden. Vielen Dank. Das bringt mich jetzt richtig, richtig weit in der Anschaffung vom Mikro und Stream Deck und etc. Weil, wie gesagt, ihr wisst selber, Technik entwickelt sich weiter, auch Minecraft entwickelt sich weiter und ich mache ja nur hauptsächlich Minecraft. Ja, alle. So, jetzt lassen wir aber Nonstop mal zu Wort kommen. Er wollte nämlich was? Wollte irgendwas Ja, sagen? könntest du dir mal da was anschauen bei mir? Ja, kann ich gerne machen. So, dann heben wir mal ab und folgen mal dem Nonstop. Moment mal Unserem kurz, ich Non. muss kurz orientieren, wohin muss Einfach ich? geradeaus. Einfach geradeaus. Diese Richtung? So, übers Schiff hinweg. Ihr seht, das ist hier dieses übliche Dresser-Schiff. Das habe ich ein bisschen abgewandelt. Wie gesagt, hier ist die Hafenanlage. Ich fliege mal ein bisschen, ich mache mal mein Ding hier weg und fliege hinterher. Dann könnt ihr so ein bisschen sehen, was hier alles so entstanden ist. Also die Hafenanlage, warte mal noch nicht so schnell. Ich mache mal so einen Abstecher über die Zitadelle und dem Schloss. Also hier hinten zum Beispiel, das hat der Ecki gebaut mit dem Busi zusammen. Und hier vorne, das ist halt Padmas Werk. Die hat da so ein ganzes Hafenviertel entworfen, also mit allem drum und dran. Wir haben es noch 22 Uhr, dann kann ich es auch sagen, Freudenhäuser. Arbeitstechnisch so oft in den Streams, aber ich gebe mein Bestes. Ja, das weiß ich ja, dass du da arbeitstechnisch immer sehr, sehr eingebunden bist. Aber ich freue mich auch immer, wenn du mal die Zeit findest, mit rüber zu schleichen und zu gucken. Guck mal, das hier zum Beispiel ist das Werk von Ecki und Sieht aber nice vom aus. Wusimu. Das ist eine Zitadelle, die in der Zeit der Renaissance gebaut worden ist. Also ursprünglich, wie gesagt, ist sie nach einer Zitadelle gebaut, die es nicht mehr gibt. Also da ist wirklich nur eine Ruine von. Und der Wusimu hat quasi geguckt und hat dann ganz viele Zitadellen genommen, die miteinander verglichen und das ist dabei rausgekommen. Also Sieht wenn aber jetzt nice noch so ein aus. Julius-Strom hier stehen würde, dann würden wir sagen, ist die Spandauer Zitadelle, aber ist sie nicht. Aber es sind Tatsache, es ist derselbe Architekt. Das sieht man auch, wie gesagt, an dieser ganzen, ja, Form, wie so eine Zitadelle aufgebaut ist. Denn, wie gesagt, Wusimu ist ja einer von den neueren, genau wie Non. Und Wusi hat seinen Einstand gehabt mit seinem Gebäude aus der Schweiz. Das ist ein wunderschönes Schloss. Schaut euch das bitte an. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Das ist nicht irre, das Ding. Das ist ein wunderschönes Schloss. Und dann haben wir ja unseren Non. Und Non hatte das Problem, dass in seiner Ecke so gar nichts Renaissance-mäßig ist. Entweder ist es ja sehr modern alles da oder es ist also ganz schwierig. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, dann fiel dem Gucci ein, Moment mal, in Erfurt gibt es doch ein wunderschönes Kloster. Und das hat der Non gebaut und jetzt haltet euch fest. Non ist ja angefangen und er hat seit dem ersten Tag, wie er angefangen ist, das Kloster hier gebaut. Das ist ein Riesending. Schaut mal. Du bist zu schnell, Bubu, da höre ich doch nicht alles. Was hast du noch gesagt wegen mir? Ich sagte, du hast seit dem ersten Tag, als du hier angefangen hast, im Grunde genommen ununterbrochen fast jedes Wochenende an diesem wunderschönen Kloster gebaut. Das Ja, ist wunderschön. Und er hat uns nämlich letztens, hat er uns dazu nämlich noch eine wunderschöne Geschichte erzählt, die mit einem ganz bestimmten Fenster zu tun hat. Warte mal, ich muss mal gucken. Das war hier, glaube ich. Dieses Fenster, das hat nämlich eine ganz besondere Geschichte, die viele nicht wissen. Ich lese euch mal vor, was da steht.
Martin Luthers alte Studentenbude mit alten Unterhosen. Ja, und jetzt kann der Non nämlich mal erzählen, was das mit dem Kloster hier auf sich hat. Welches Kloster ist das? Dies ist das Augustinerkloster in Erfurt. Und ich habe viel recherchiert, viele Bücher gelesen und so und Filme geguckt oder YouTube geguckt und dann kam raus, dass hier im Innenhof angeblich noch einen kleinen Friedhof war, weil man hat in den Büchern gelesen von Martin Luther, dass er auf einen verstorbenen Freund oder Kameraden runterschauen konnte. Mhm. Das heißt, er ist hier quasi begraben. Irgendwo hier in dieser Fläche wurde der begraben. Und hier war Tatsache das kleine Zimmer, also das kommt ja noch eingerichtet, das kleine Zimmer von Martin Luther. Und das ist ja die Epoche von Martin Luther. Jeder Bau hat was für sich, auch wenn es im Kreativ gebaut ist. Habe ich absolut Respekt vor dieser Leistung. Ja, wenn du überlegst, wir bauen ja hier schon vor Weihnachten, haben wir hier angefangen zu bauen. Okay. Also wir bauen hier wirklich schon ein halbes Jahr jetzt in der Renaissance. Ja, und die Renaissance ist einfach zu schön, als dass man sie einfach nur im Survival in Miniaturgröße hätte bauen können. Also mir war es wichtig, weil wir sehr viele neue bekommen haben. Also wir haben ja neue Mädels dabei, wir haben neue Jungs dabei. Und mir war das wichtig, dass ja aus denen ja auch ein Team wird. Und Wo das, kommen diese Glocken her, Bubu? ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass einige das beherrschen. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, war mir es wichtig, dass, weil Suira ist ja wie gesagt, die hat ja ihr Küken gekriegt und ist im Mama-Urlaub. Die Eli hat ganz aufgehört, der Leo hat auch keine Zeit mehr. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, weil, wie gesagt, er ist am Arbeiten. Und wie gesagt, also musste das ein bisschen kompensieren. Und zweitens mal ist es auch sehr anstrengend, wenn umso weniger Leute du hast, umso mehr entsteht der Druck, am Wochenende da sein zu müssen. Und das kann man nicht machen. Also habe ich überlegt, ich nehme hier ein paar neue Leute rein und wir haben ein paar neue Leute. Wir haben, wie gesagt, 2 neue Schweizer dazu bekommen. Das ist einmal der Nonstop und einmal der Wusimo. Dann haben wir einen Koch dazu bekommen. Das ist der Kai, also Worldmaker, mit dem ich ja auf dem Community-Server und Squared Pixel und so auch noch unterwegs bin. Dann haben wir die Lyra neu, dann haben wir die Gladdy neu, Kleinen Hobbit und haben wir den noch? Und dann haben wir die Moni, unser Einhorn. Die ist auch neu. Also es bot sich einfach an in dieser Epoche, das Team sich aneinander gewöhnen zu lassen. Also sie nicht gleich ins kalte Wasser zu schmeißen, jetzt was Roleplay angeht, sondern einfach zu sagen, okay, zeigt zumindest schon mal den anderen, was ihr bautechnisch drauf habt und hier sind wunderschöne Sachen. Also es sind ja viele Sachen aus so Kombinationen entstanden. Und was vor allen Dingen schön ist, dass ihr hier mal sehen könnt, wie weit sich das Team eigentlich entwickelt hat, weil ob ihr es glaubt oder nicht, ihr kennt ja alle Stina. Schaut euch das Ding hier mal an. Das ist von Stina. Das hat Stina gebaut. Ja, die wird immer besser. Das ist von der Stina. Oh. Jo. Ah, hier ist, du bist wieder weg. Ja, ja. Du wolltest mir ja du was zeigen. Jetzt bin ich ganz weg. Jetzt bin ich irgendwo auf dem Dachboden in irgendeinem Haus. Toll. Und komm nicht mehr raus. Warte mal kurz. Oh Mann. Es hat schon wieder geplinkt hier. Ähm, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wow, ihr verwöhnt mich ja total heute hier. Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank an den Alex. Vielen lieben Dank. Ihr seid ja komplett irre. Hier geht ja voll die Post ab. So, ich muss jetzt mal wieder sichtbar werden. So, hier bin ich. Ja, ich wurde gerade ins Haus gebeamt. Eigentlich wollte ich zu Nonstop, weil der irgendwas zeigen wollte.
Ja, darum Ah. habe ich dich eigentlich auch Ja, ja, du gerufen. siehst ja, ich habe heute so meine Probleme durch die Wieso Gegend zu machen. denn? Was war denn das erste Gebäude? Du meinst hier auf der Map, also das erste Gebäude. Wir haben relativ zeitgleich hier angefangen. Also die Stine, die hat den Michel gebaut. Also das hier, das ist der Michel. Weil mir ging es darum, dass jeder aus dem alten Team quasi ein Stück Heimat baut. Also entweder wo man geboren ist, man lebt oder gelebt hat oder wie. Also das ist hier zum Beispiel der Michel. Der ist von der Stine. Das sieht man auch. Haben wir ihr einfach so ein Walskelett reingesetzt. Und Rio hat ihr eine schöne Orgel gebaut. Also, ne? Also ist ein Walskelett. Ich gehe mal hier hoch. Ja. In der Hamburger Kirche, ne? Ich habe noch nicht bei PayPal. Doch, Kai, ich habe schon gesehen. Vielen lieben Dank, ich habe schon gesehen. Dein Stream Deck muss endlich her, genau. Weil ich musste mich immer pausieren und das nervt mein Team immer gewaltig, wenn ich sage, Moment, ich muss erstmal pausieren. Ja, also wie gesagt, das ist von der Stine. Das war eins der ersten Gebäude, die hier entstanden sind. Also hier in dieser Epoche als Mainz-Unioner. Das zweite war zeitgleich das wunderschöne Schloss von Gucci aus seiner Heimat. Das Schloss, Gott, fällt der Name wieder nicht ein. Was mit M. M. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ist es ein wunderschönes Schweizer Schloss. Ich zeige es euch mal. Also, und er hat nur einen Teil gebaut. Ja, wohlgemerkt. Er hat nur einen Teil gebaut. So, hier hinten. Übrigens, alles, was ihr hier seht, das hat Gucci gebaut. Gucci hat viel Zeit, ja. Also wie gesagt, das ist hier das Schloss und es ist komplett eingerichtet, muss ich dazu sagen. So, das nächste Gebäude, was dann auch zeitgleich entstand, war mein Bremer Rathaus und das war ganz gut so, weil dieses Rathaus ist ein bisschen speziell. Ihr seht, das Dach ist ein bisschen speziell. Und Kenshin, Gucci und ich haben also Tatsache dieses Dach, ich weiß nicht, wie oft wir abgerissen haben. Das war der Wahnsinn. Wer das Bremer Rathaus erkennt, also Marina müsste es wissen, der würde das auffallen, anderen weniger, die das Rathaus nicht kennen. Es ist auf jeder Seite 3 Fenster verlängert worden, weil wir sonst das Dach nicht hingekriegt haben. Ihr seht, das hat eine ganz spezielle Form. Das ist sehr, sehr breit, aber nicht tief. Ja, das geht wie so ein Halbding hoch. Ja, und wie gesagt, das waren so die Gebäude, die so ursprünglich mal so die Größe festgelegt haben. Dann kamen hinten die Schulen, die standen erst hier vorne. Also da, wo Stines Druckerei steht, da standen die beiden Schulen. Und die waren einfach irgendwann zu groß. Die erdrückten also hier so alles, dass wir so ein bisschen Gebäude-Tetris haben. Das heißt, die stehen ja jetzt, wie ihr gesehen habt, hinten bei dem Baum, wo ich gerade dran bin. Und dann kam halt eins so nach dem anderen zu. Also erst die großen Gebäude, also jeder hatte da sein großes Projekt. Und ja, und mittlerweile haben wir viele Lücken gefüllt, Brunnen reingesetzt, Gartenanlagen und dann einfach mal geguckt, was gab es sonst noch alles. Du warst allerdings auch noch nicht drin, siehst du. Ja, tun wir uns beide. Also ich war zu klein, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, es ist einfach schon zu lange her. Und ihr müsst wissen, die Besonderheit bei dem Bremer Rathaus, um vorne wegzunehmen, mit der Einrichtung ist, es darf keine Fotos gemacht werden. Es ist wahnsinnig schwer, überhaupt Bilder aufzutreiben. Und zwar hängt das damit zusammen, dass irgendwann mal vor einigen Jahren versucht worden ist, dort diesen Silberschatz des Bremer Rathauses. Es ist ja auch eine Behörde. Es ist wirklich immer noch ein Rathaus. Wurde zwar ein Anbau gemacht, aber es wird Tatsache heute noch als Standesamt und Rathaus genutzt und somit ein öffentliches Gebäude und somit Fotografierverbot. Das heißt, ich weiß nicht, wie es innen drin aussieht. Meine Mutter weiß es auch nicht. Oh Gott. Dankeschön. Dankeschön, lieber Alex. Danke, danke, danke.
Ich werde hier richtig verwöhnt heute. Wahnsinn. Also, wie gesagt, dann haben wir, wie gesagt, die halbe Schweiz. Wir haben hier ein Süd-Nord-Gefälle in dem Falle, weil im Norden befindet sich bei uns der Süden und im Süden der Norden sozusagen. Also hier ist es nochmal die Schweiz und zwar waren das auch die ersten Anfänge vom Roten Kreuz, also von Krankenhäusern, also Hospiz und solche Dinge, die in der Schweiz halt Tatsache existierten. Ihr wisst, das Rote Kreuz ist ja sehr alt, ist eins der ältesten, ja, ich sag mal, die unterwegs waren. Also, wie gesagt, die ganz genaue Geschichte kenne ich nicht. Die kennt der Gucci wahrscheinlich wesentlich besser. Auch dieses ist komplett eingerichtet. Wir hatten allerdings einen kleinen Unfall mit Red Edit und die haben da ziemlich viele Geisterblöcke drin, dass wir jetzt Gucci gesagt haben, okay, du musst jetzt nicht unbedingt jedes Bett da neu reinsetzen, wir machen das mal in einer ruhigen Minute. Dann gibt es hier Kleinkram, also so kleine Und ich Gärten. glaube, Bubu hat ein bisschen Schmetterlinge. Ja, ja. Viele, viele Dinge. Dann hat er einen wunderschönen Friedhof hat er gebaut, eine der ersten Spielplatz hat er Fabriken. gebaut. Friedhof, nicht Spielplatz. 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 Da unten, Oh Spielplatz. ja, von mir aus. Wie gesagt, jeder darf ja auch ein bisschen rein interpretieren. Oh, also das, Ja, das da unten ist doch ein Spielplatz mit der Rutsche und der Schaukel. ja, ich sehe schon. Aber wie gesagt, hier ist halt auch der Friedhof der Armen und der Reichen halt. Und ich finde das sehr schön, obwohl ich mir Gedanken mache, wenn ich da ins Krankenhaus gehe, ob ich nicht hier lande. Hier ist Aber quasi die Bubu erste schafft immer noch nicht seine Geschau bei Verhüttung. mir. Ja, wir fliegen ja schon so langsam rüber. Hier ist so eine Eisenverhüttungsmetall Herstellungsfabrik Gedöns. Ja, hier haben wir die ersten Kräne. Da drüben wohnt Leonardo da Vinci übrigens. Also so langsam kommt hier die wundervolle Burg von Kai dem immer näher, merke ich schon. Und das ist so eine Wehrburg. Jetzt muss ich noch mal überlegen, wo die liegt. Ich weiß es nicht. Das kann der Kai euch besser erklären. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall das so machen, weil die Map gibt es ja irgendwann zum Download. Wir werden das so machen, dass gerade bei diesen speziellen Gebäuden gibt es immer eine bestimmte Geschichte dazu. Und wir werden euch die vielleicht ein Buch hinstellen oder wie auch. Wir werden das schon. Ihr wisst ja, wir haben durch diese Map bei Kroko hier natürlich auch die Erfahrung, wie wir zum Beispiel ja auch Tonaufnahmen reinkriegen können auf eine Map. Das kann man zum Beispiel auch machen. Müssen wir mal gucken, was am besten macht. So, und jetzt sind wir wieder bei Non, weil Non wollte mir unbedingt etwas zeigen. Und ich Ja, finde, er aber hat immer noch den schönsten Turm auf der ganzen Map. Ich finde den einfach so schön. Der ist so schön, dieser Ärger ihn gerade. Weiß. Dieser Turm ist sowas von schön. Also ich habe ja schon viele Türme gebaut, aber so einen schönen habe ich noch nie hingekriegt. Dieser wunderschönen Glocke da drin. Ich finde es eine hat auch der. viel Arbeit gekostet. Also dann kommen wir hier mit in dieses So, Gebäude rein da. so. Hier ist übrigens ein kleiner Friedhof mit einem kleinen Mausoleum. Und jetzt schauen wir mal, dass ich versuche gerade zu schauen. Ich werde hier schon wieder frisch weggeangelt. Ui. Also so langsam wird's ja. Es ist eine unheimlich tolle Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Es ist Wahnsinn. Es ist richtig krass. Ich würde ganz klassisch Bücher schreiben. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Erkennt man auch, was das hier oben sein soll? Schau ich das an, dieses Pen. Das ist ja genial, Nord. Das ist richtig. Neben Das jetzt kommen dann ist hier richtig. noch die Kirchenbänke hin. Und das hier, vielen, vielen Dank, lieber Alex, nochmal. Mein Gott. Ich bin langsam sprachlos hier. 1863 infolge des Buches Eine Erinnerung an Solferino wurde das Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für Verwundetenpflege gegründet. Der Vorläufer des Roten Kreuzes. Genau. erkennt man auch, dass es hier ein Taufbecken sein soll?
Für Riesen. Sorry, der Versuch, ein Taufbecken zu machen. Also die das Form, klein die ist. Form ist gut. Ja, wie kriegt Weil man das? es steht irgendwie wie auf einem Sockel oben. Hast Wie du, willst du das sonst machen? Das hast verhindert du mal versucht, Ambusse wegzukämpfen? Die haben doch auch Ambosse? unten so, wenn du einen Amboss nimmst. Guck mal, die haben doch auch so eine Füße. Siehst du das? Ja. So, und der kann man ja eigentlich auch mal drauflegen. Wenn ich mich recht entsinne. Wenn du verstehst, was ich meine. Du Ich meinst nicht, mach's, dass das ich klein mach's machen, jetzt das einfach mal aus Holz, damit du verstehst. Ja, ja. Man kann auch Zäune drumherum setzen. Also, es geht so einiges. Oder du machst es so und in der Mitte einen Rahmen mit, weiß ich, keine Ahnung, blauer Farbe oder blauem Glas drin oder. Frei dreht wieder am Rad hier. Aber verstehst du, was ich meine? Es gibt einige Dinge, die solche Füße haben, wo es nicht so überdimensional. Ja, ich weiß, was du Du meinst. kannst auch, Aber warte dann müsste mal. er plus minus dann hier gehen. Warte kurz. Etwa Nein, hier warte stehen. doch mal. 1, 2, Brandot. hier. Alter. So, guck mal, hier ist ein Taufbecken. Das ist ein bisschen hoch, du müsstest das vielleicht in die Erde einlassen. Weißt du, tiefer legen Aber oder das so. geht. Ah! Frei! Gibst du mir die irgendwie Erlaubnis, dass ich irgendwie geblicksdings kann? Nee, sowas kann leider nur frei. Und du solltest sowas auch nie zu laut sagen, wenn er in der Nähe ist. Also Ja, ich gehe schon mal der auf hört zum Glück ja Abstand. nicht. Ja, ja, ich gehe Der schon mal hört auf ja zum Glück Abstand hier. nicht. Der hört ja zum Glück nichts. Lost die Army. Jo, mit was tust du? Mit OBS? Mit OBS, mit meiner alten Krücke hier. Ich hab ja nur Blödsinn im Kopf. Das ist der Wahnsinn. Frei, du nervst. Also jetzt versteht er, was diese ganze Sache so schwierig macht. Weil der Frei neigt nämlich so zwischendurch immer dazu, uns hier so richtig heftig zu boykottieren. Du kannst übrigens auch einen Trichter nehmen. Das geht auch. Du hast sie doch schon für deine wunderschönen Lampen hier genommen. Du musst dir einfach nur so eine Kombi einfallen lassen. Du kannst ja auch einen Trichter hinstellen und zum Beispiel auch mit Falltüren. Das geht auch. Dann ist das nicht mehr, weißt du, so. Verstehst du? Da kannst du ja Eisenfalltüren oder sowas machen, wenn du irgendwas Helles da rum haben willst. Ja. Aber in einem Nee, wir Kessel, brauchen keine aber ein Toilette. Kessel zum Beispiel fände ich besser, ganz einfach, weil du da Wasser reinmachen kannst. Und im Taufbecken ist immer Wasser drin. Also wie gesagt, noch sind wir relativ. Mit was kostet die? Also ich bin bei utopiagaming.de. Und diese kann ich euch nur wärmstens empfehlen, weil die haben wirklich guten Service, auch sehr personalisiert und sind auch nicht so teuer und ihr kriegt halt wirklich Qualität für kleines Geld. Ja, weil ich war vorher woanders, ja, ich sag mal so, naja. Naja, es reichte für die fast 1,5 Jahre, die wir da waren, aber wie gesagt, die von Utopia kenne ich halt auch teilweise, also wie gesagt, persönlich und von daher. Gut, und da sind wir gut aufgehoben. Jo. Weil dieser Server, wie gesagt, muss ja eigentlich relativ Ja, ja. groß sein durch Momentum und wir haben ja auch einen Community-Server da noch mit drauf laufen. Gibt es ja auch noch für Bedrock und Java. Und zusätzlich haben wir von Utopia noch einen Event-Server, den wir halt für unsere Events nutzen. Und ich denke mal, das passt alles. So, okay. Gut. Jetzt muss ich mal kurz was gucken.
Okay, wie spät haben wir es? Wir haben es jetzt gleich 11 Uhr. Oh Mann, das ja, wird langsam spät. So, jetzt So. weiß ich aber, du wolltest eigentlich nur wissen, was du mit dem Taufbecken machen willst. Ja, das geht nicht mit Treppen und Stufen. Keine Stufen, wenn du Wasser reinsetzt. Das läuft raus. So, Aber wie aber gesagt, ich die werde meinen Idee ist, Film, ich werde mir kurz Vollmute machen, weil ich werde es dann gleich. ja. Wie gesagt, da können wir uns ja nochmal ganz in Ruhe Gedanken drüber machen, wie wir dir ein Ja. schönes Taufbecken zaubern. Das kriegen wir noch hin. Ja, wie gesagt, also, wir werden Ende Juli in die Sommerpause gehen und dann pünktlich quasi zu unserem 2-jährigen Jubiläum von Momentum wieder starten. Das wäre dann so 28. September, könnt ihr euch schon mal vormerken. Sollte sich dann noch irgendwas ändern, aus Gründen, dann, wie gesagt, sehen wir uns dann wieder, was Momentum angeht. Momentan laufen noch 2 andere Projekte bei mir. Und zwar Sword Pixel einmal, das ist von Copa, Skeletto und Rio. Da sind wir eigentlich auch alle vertreten. Und dann haben wir noch Steampunk. Das hat uns der Wusi aufgesetzt. Ihr wisst ja, ich habe ja da mal alleine angefangen. Und alleine macht ja keinen Spaß zu spielen. Und das ist sehr witzig, weil das ist auch wieder ein Langzeitprojekt. Ein Langzeitprojekt, oh Gott. Ein Langzeit... ich irre heute. Ein Langzeitprojekt, den habe ich voll an den Kopf gekriegt. Also ein Langzeitprojekt, wo wir Tatsache uns hochcraften können, bis wir eine Eisenbahn bauen. Also wirklich richtig gut. Also ich bin gespannt und da bin ich sehr dankbar, wie gesagt, dass der Wusi uns das da aufgesetzt hat und ja, mal schauen, wie euch das so weiter zusagt. Also uns macht es tierisch viel Spaß. Und dann kommt noch, wenn der Kirito aus dem Urlaub zurück ist, dann wird der Community-Server in Wartungsarbeiten gehen. Den Zeitpunkt werdet ihr auch noch erfahren. Wie gesagt, ist ja der Java Bedrock-Server. Und der wird auf die 1.21 hochgehen. Und wir werden natürlich dann endlich das Nether nach einem Jahr eröffnen. Ich fasse es gar nicht, aber wie gesagt, wenn die Plugins nicht passen und wenn da Probleme sind, also dann habe ich jetzt eigentlich bisher immer gezögert, das zu eröffnen. Und ich möchte natürlich, dass ihr vernünftig verspielen könnt. Und ja, wie gesagt, es wird so einige Neuerungen auf dem Server dann geben und ich werde dort auch wieder aktiver werden und natürlich an meiner Steampunk-Base weiterbauen, die wir ja angefangen haben mit Kai und Wuki und der Rio. Und ja, so, und jetzt werde ich erstmal sagen, gute Nacht, Team, weil meine Hundis müssen raus. Da bin ich dann auch noch eine Stunde wach und bevor ich überhaupt ins Bett komme. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Zuschauern, bei den Superklasse-Spendern. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt mir da einen ganz, ganz großen Wunsch und erfüllt mit den Spenden. Also wie gesagt, jetzt kann ich richtig voll loslegen und werde dann mal schauen, dass ich was Gutes an Land ziehe. Dass ich hier nicht mehr auf Stopp, so wie jetzt, ne? Ihr seht, Stopp drücken muss, damit ich den Chat irgendwie lesen kann und ja, hin und her schalten muss. Das geht dann alles über den Tisch auf irgendwelchen Tasten. Da muss ich mich dann auch noch reinfrummeln. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag wieder zu Sword Pixel. Ich denke auch so 20:30 wird es wieder anfangen. Vielleicht ein bisschen früher, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie meine Hunde drauf sind, weil ich muss ja vorher mit denen immer noch eine Runde laufen. Und ja, ansonsten Mittwoch wieder Steampunk, Donnerstag wieder Sword Pixel, Freitag wieder Steampunk und am Wochenende wieder Momentum. Also momentan ist es relativ überschaulich mit den Projekten. Und ja, und ich sag euch jetzt gute Nacht und wie gesagt, ganz, ganz, ganz lieben Dank an meine edlen Spender. Fühlt euch ganz, ganz dicke geknuddelt und gedrückt. Vielen, 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 vielen Dank.
Und gute Nacht, lieber Uniona. Ich dachte mir das nämlich schon fast, dass du auch früh raus musst. Und ich denke mal, die viele von den anderen auch. Und schlaf gut, kommt gut durch den Montagmorgen. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns Dienstag. Ciao, eure Bubu. Ciao, ciao.